Hello, All Your Feed zeigt euch heute 3 Varianten Hummus. Karotte Curry, rote Rüben und getrocknete Tomaten. Basis für jeden Hummus sind Kichererbsen, Zitronensaft und Knoblauch. Für diese Variante verwenden wir unsere selbst eingelegten getrockneten Tomaten. Ein Video über die Zubereitung findest du in der Infobox. Noch Basilikum, Petersilie, Kräutersalz und Pfeffer nach Belieben dazu. Eine weitere wichtige Zutat ist Sesammus, sogenanntes Tahini, findest du in jedem gut sortierten Lebensmittelhandel oder Drogeriemarkt. Anschließend kommt noch eine Mischung aus Balsamicoessig und Olivenöl dazu. Und dann wird schon gut gemixt für ein paar Minuten. Eiswasser dazu für eine sämige Konsistenz. Anrichten kann man je nach Belieben. Ich verwende hier eine tiefe Schüssel, mache ein paar Mulden hinein, garniere mit Tomaten, schwarzem Sesam, Petersilie, ein Basilikumblatt und ein paar Sonnenblumenkernen. Zum Abschluss noch etwas Olivenöl mit Balsamico darüber und fertig. Für die nächsten beiden Varianten bereiten wir die rote Beete vor. Wir schälen sie, würfeln sie und geben sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech. Dazu kommt dann noch etwas Salz darauf und etwas Olivenöl. Anschließend wird alles gut durchgemischt. In einem nächsten Schritt werden die Karotten geschält und in grobe Scheiben geschnitten. Anschließend auf dem Backblech verteilen, mit Salz und Thymian würzen und mit etwas Olivenöl beträufeln und dann für ca. 20 Minuten ins heiße Backrohr. Die Karotten zum Abkühlen in eine Schüssel geben, etwas Knoblauch zur roten Beete und für ein paar Minuten ins Backrohr. Für die Karotte Curry Variante kommt wieder als Basis Kichererbsen, Zitronensaft und Knoblauch, etwas Tahini, Salz und Pfeffer dazu. Anschließend wird mit Currypulver, Kreuzkümmel und Paprikapulver gewürzt und es kommt noch etwas Olivenöl dazu und dann wird gemixt. Für eine sämige Konsistenz geben wir etwas Eiswasser dazu. Anschließend wird einmal gut durchgemixt, dann kommen die abgekühlten Karotten dazu, noch etwas Zitronensaft nach Belieben und wieder weiter mixen. Anschließend wird durchgemixt, bis eine schöne Konsistenz entsteht. Dann schmecken wir noch einmal ab und verfeinern mit einem Esslöffel Agavendicksaft. Noch einmal gut durchmixen, bis eine schöne sämige Konsistenz entsteht und anschließend anrichten, wieder je nach Belieben. Ich verwende hier eine tiefe Schüssel, mache wieder ein paar Mulden hinein und garniere dann mit Kresse, weißem Sesam, Paprikapulver, Gurkenscheiben und beträufle mit Olivenöl. Für die dritte Variante, den rote Rüben-Hummus, verwenden wir wieder als Basis die Kichererbsen, Zitronensaft und Knoblauch. Anschließend kommen die ausgekühlten roten Rüben mit Knoblauch hinein. Wir würzen mit Salz, Pfeffer und Kreuzkümmel, geben wieder Sesammus dazu und etwas Olivenöl und anschließend wird durchgemixt, bis eine schöne sämige Konsistenz entsteht. Für die letzte Variante verwende ich wieder ein tiefes Teller, streiche den Hummus glatt und mache ein paar Mulden hinein, garniere mit etwas Petersilie, gehackten Walnüssen, schwarzem Sesam, Granatapfelkernen, Olivenöl und Radieschen. Der Geschmack von Hummus entfaltet sich am besten, wenn er ein paar Stunden im Kühlschrank rasten darf. Wenn du das nicht erwarten kannst, so wie wir, koste dich einfach durch. Er ist so lecker, jede Variante für sich. Ich persönlich habe meinen Favoriten gefunden. Hast du auch einen? Dann schreibe uns deinen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über dein Like und sehen uns vielleicht beim nächsten Mal.